dass sie nur wat verherrlicht worden und dass sie direkt wieder kann gebüht worden. Wird Frau mit passend erst eine Abstunde im Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir von der Abend für deine Gnade, für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass wir dürfen die anrufen als Gott und Vater im Himmel. Wir danken dir, Herr, dass du Licht auf diese Welt gebracht hast. Leben, ewiges Leben. Du hast eine Hoffnung, eine lebende Hoffnung, der wir haben durch dem, was du auf diese Welt gebracht hast, durch den Sehen Jesus Christus. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Ausgießung des Heiligen Geistes und der Geist von deiner Schaffen hat. Herr, wir danken dir für dein kraftvolles Wort, was so viel mal auf Horten verändert. Wir beten, auch dein Wort von dir war. Und so Horten verändern, wo was fehlt zu verändern. Herr, wir alles, dass du wirst bescheiden können, was du bescheiden warst. Und dass du dich wirst schön verherrlicht worden. Herr, ich bete sie mit Bruder Milton. Schenk ihm eine große Freudigkeit, eine Überzeugung, Mut, dein Wort dort zu bringen und dass du dich kannst, die bezeugen. Im Namen Jesu. Amen. Gut, als nächstes haben wir einen Gesang von Jugend. Und nur dort wird Bruder Milton dann die Botschaft bringen.
Dankeschön, Jugend. Von jeher sei bekannt Leid und sei rührend Leid. Mocht der Herr segnen. So die Worte der Botschaft. De kriegswoorden van zingen nu deze avond, dat is dat hoofdpunt in ons leven waar we met de hand kijken, niet? En maar waar moeten we de hand kijken, een fijne herinnering. Want dat is een bijzondere avond wat we van jou hebben. Mir ist das gut, so eine Gruppe Jugend ist hier ist. Und wenn die Jungs dann herancheckt, dann sieht man eine gute Zukunft. Das ist vielleicht wieder was bestehen bleiben, wenn es was an meiner Leiders fehlen in der Kirche. Gottes Segen für uns alle. Meist jeder einer checkt eine Fähre. Ich weiß, Kenia checkt eine Fähre, manchmal, dass die Schule wird anfangen. Vielleicht dat ze een nieuwe show worden kunnen brokken. Jugend kijkt naar verre, nog gratis worden. Die kijken naar verre, naar bevrijen. Maar ik heb manchmal een tijd im leven waar we daar, gleich mal so sehr naar verre kijken. Von der Wahl wir uns ein bisschen Mut spreken, Leute vom Wort Gottes naar verre te kijken en de Ewigkeit in de eeuwen te houden. Aus ein paar Verse am Anfang will ich in Psalm 42 ein paar Verse nehmen. Und hier ist der Uitdruck, dass wir leren, dass wir Gott zijn angezicht worden zijn. Dus schrijver hier heeft een groot verlangen daarna. En veelmaal heeft mij dat al zo gegaan. En van de morgens als ik opstond, ging me dat krijgt staat. Mij kwam dat aan. En ik wil het met jullie oplezen. In 42. Psalm, Vers 2, sagt es, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und dann diese Frau, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun denn Gott? Ich weiß nicht, wie viel Mal diesen Stott und beleven ist, dass da jemand nachkommt und sagt, das ist gut neidig, diese Anstrengung im Leben. Wo wirst diese Anstrengung? Hier sagt es, wo ist dein Gott, wo ist deine Frömmigkeit, wenn was wirst du von dessen dort Ding zurückholen? Mach bloß mit. Das Leben ist mal kort und lass dir das schön gehen im Leben. Maar das ist was wir nur Gott haben, wenn der in uns ist, dann lügen wir danach, dass wir Gott worden sein. Und das ist unser höchstes Ziel. Wir kijken even naar das Leben. Ich glaube, manchmal, wenn Personen älter worden, Geschwister älter worden, fangen sie da an, aus dem Leben rauszukijken. Und als junge Menschen dürfen wir vielmal nicht so sehr rauskijken, even naar Ewigkeit nehmen. Denn wir wollen noch sehr viel beleven. Maar weil wir immer die Ewigkeit im Auge houden. Und diese Jahre haben wir verschiedene beleefd al. Ich glaube, wir feilen alle anders, als wir bei hier deze Jahre gefeilt haben. Da sind große Dinge in der Welt passiert und wir wundern. Was wird das alle mit sich bringen? Wir würden uns gleich ein bisschen so gelotet merken door Eva. En zo denken, dat waren alle zo wiederdrehen, is het wat hier heeft. Maar ik geloof, God heeft er wat geraten bijna, als dat we bloos waren, ja, we kunnen niet geloten het kriegen aan, niet? Maar we zullen aan denken, die tijd is kort, en dat is veel zo wijd, dat dit alle wat op hier op deze wereld. Hoe lang, dat weten we niet. En verschillende dingen kunnen we in de wereld betrachten, waar God gevierd heeft deze jaren. Da ist ein kurzes Geschichtchen, habe ich ja manchmal vertelt. Ich habe auch lang trägt mal wo gelesen. Und ich dachte, wir vielleicht passend hier von dir auch zu vertellen. Jemand von Ihnen hat das vielleicht auch gelesen. Aber ich habe viel durch im Studieren, durch im Leben in verschiedenen Büchern gelesen, habe ich viel von der Erweiterung gelesen, was im 19. Jahrhundert anfing in England. Und viele Schreiber, sehr viel gute Schreiber
fingen wir von der Zeit. Nu wären da zwei ältere Frühs, eine 84 Jahre und eine 82 Jahre. Zij wären thuis im Heim, aber zij wären an vier für Gott und deden veel beden van de Erwartung. En de eine nate Insel door in Engeland. Zij gingen nicht zur Kirche. Die 84 Jahre wir blind und die 82 Jahre, die wir so verkrepelt, die können gleich abstoßen, so sie wären ziemlich höchst gebunden thuis. Aber viele kamen an het bezeken en vroegen naar je beda. En dat gaf een grote erwartung. En lang het eind vielleicht durch diese oude Tantes door. Dat wir sehr wundervoll und da betiert sich auch ein junger Jung. Ich weiß nicht, was von allerheim hat er gehört, aber ich stelle mir so vor, er war ungefähr 15 Jahre seine gewesen. Und er wird brennend vier für Gott. Die Pastoren in der Kirche, die braucht ihm da viel. Vielleicht Gebete anleiten, manchmal Bibelstunden anleiten, verschiedene Dinge können das kleine junge Jung da helfen. Sie noemen wir Donald. En dan kwam het zo weit dat door in die Abend krijgt, deze oude tantes een sovrina. Wegtrok van Engeland, die trok naar de States. En die wandert aan in de States en ze befriedt zich door. Deze oude tantes in de erwartungstijd, die schickte sovrina aan de Bibel. Als deze vrouw zich befried had en geboren Kenia, eerst weer een jong, en van dem weer er 2 Jahres, dan geboren nog een jong, in 1946. Dit jong, wat er geboren wordt, die wordt ook verneemd, naar Jan jong, wat er zo'n grote invloed gemaakt had in de erwartungstijd in Engeland, en kleiner Donald. En vandaar was het de 44ste president in de States. Die Bibel, wat gerne 2 oude tantes naar de States schickte, naar de sovrina, die is vandaar in de States in het White House. En de Oval Office door bijna. Hoeveel die gebruikt wordt, God weet. Maar dat voortreedt nu aanvang van de 19e jaarhunderd. En vandaar even 100 jaar later, 120 jaar later, wordt het, hoeveel is het de Bibel te verdanken, wordt het de opname voor de Bibel en voor je beden in de States. Dit is bloos wat mijn opmerkzaamheid geeft, wo God schaffen dat. Wenn Gott schaffen dat, hij dat niet immer voort, plötzlich alles. Wenn ein Blitz vom Himmel fällt, dat ist plötzlich, und hij sagt, Jesus wird krijgt so plötzlich durch sein. Aber mit mir hat Gott viel mehr Geduld gehabt all durch im Leben. In mijn Jugendjahre, ook nu later, nur die Jugendjahre. En hier kan ook zijn, Gott die hat von dann al wat een plan. En wat van dit nog al wat passeren, weet Gott. Aber Gott ist ein allweitender Gott und er ist ein sehr guter, lieber Gott, wat er weit vooruit alles weet en plannen deed. Wer weet als het nog een grotere ervaring kon geven, durch deze oude tantes wat er längst gestorven zijn. Ik wil met dit ook wel een oudere lied moeten spreken, wat manchmal zo veel dat ze niet te veel te brukken zijn. Beet. Dat kan een grote ervaringen passeren durch beden. Beden, dat is dat grootste gereedschap wat we brukken kunnen in deze wereld. En we jongere mensen, we zijn manchmal het meeste druk om zo te beden. En de oudere lied heeft zeer veel tijd daartoe. En wanneer ze van hun geest aangeleid worden, kunnen grote ervaringen passeren. Maar wel we jongeren ook meer beden. Vielleicht merken wir uns op eenmaal te druk met andere dingen en we denken niet zeer nog aan de eeuwigheid. We denken vielleicht te zeer aan wat we nog alle willen toepschaffen in het leven. Maar wanneer we dan op een graf afgaan, dan zeggen we keinmal dat iemand wat heeft metgenomen van dat wat hij heeft toepgeschaft op deze wereld. Hij is op eenmaal weg en zoals hij op zegt, ohne nicht op deze wereld gekomen, krijgt zo jeder waar van deze wereld weg.
Wat heeft die grote Anstrengung geholpen? Heeft die wat geholpen voor de eeuwigheid? Weil we voor de eeuwigheid leven. Manche van onze Entscheidungen sind so, wat vielleicht nicht einen großen Unterschied machen für die Ewigkeit. Aber viele von unseren Entscheidungen, was wir im Leben machen, machen sehr großen Unterschied für die Ewigkeit. Ich dachte auch an Jeremia. Er lebt in einer sehr schweren Zeit. Wenn wir von der Tüß an unsere Kirche denken, viel wie gleich so, dass dort alle uit ist, wie viele so, da sind viele so, was da am 4 für den Herrn sind, was da 3 Matschaffe tun. Und zu Jeremia seine Zeit, hört sich mir immer so, als es ein bisschen anders gewesen. Und wo ging es dort? Aber wenn wir von der mit Wiederraum kicken, auch in uns Deutsche Volk, und wieder am Land nehmen, wo geht uns dort? Bewegt uns dort nicht auch viel mehr zu Thronen? Wenn da so ein großer Port von uns Land, auch von unseren Oberländern, so ganz abtrünnig von Gott wurde? Wenn uns dort nicht anschieren wird, dann fehlt uns eine Erwartung. Und Jeremia sagt hier im 8. Kapitel, und ich würde ein paar Vers lesen, Vers 20 bis 23, Jeremia Kapitel 8, Vers 20. Hij heeft het al een beetje zo even gekeken, hij zegt, zijn hart wordt al krank aan zich, wenn hij dat alle bekeken heeft. Dan im 20. Vers von Jeremia 8 sagt es, die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Mich jammert herzlich, dass mein Volk so verderbt ist. Ich gräme mich und gehabe mich übel. Ist dann keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist dann die Tochter meines Volks nicht geheilt? Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte, die Erschlagenen in meinem Volk. Ons geht das deutsche Volk dichterbij, wenn das erst von uns Rose. Du hast so viel, was du also kalt leben deed. Und wir haben auch wenn wir kalt wir mehr Hoffnung, als von der Lau wir. So wie das dort ja Hoffnung hat dafür. Aber wenn wir das alles sehen, was wir meine Nähte nahen und uns betjanen, als nur Fall ja von der Trühe Leer. Und dann so wie es aufkommen, dat ons dort ook bewegen te tronen, heel we door Eva, maar dat ons dort gleich viel uit. Weil wir in dieser Welt so leben, zoals wenn wir noch 100 Jahre leben. Zoals wenn die Welt noch lang stunden wird. Aber weil wir so leben, dass wir reit zijn von der, noch wenn die Haar wordt uns roepen. Ich feil so in dieser Zeit, nur das COVID-19, oder vielleicht selber noch in die Zeit benen, dann viele ihre Mal wäre so, da sind gleich sehr viele Pläne zu merken für die Zukunft. Wie viele sehr Aussichten an dieser Welt. Hier tüß mag unser deutsche Leben vielleicht ungefähr war ein bisschen so gelotener. Der Genot Gottes haben vielleicht die Zeit immer ein bisschen geloten können leben, aber irgendwo checken wir ein bisschen anders in die Zukunft nehmen. Oder wir denken an den Präsidenten, was wir im Land haben. Das fällt sich nicht so, wenn wir in der Zeit sind, wo wir sehr sollen eine Fähre kicken und sehr recht waren. Das ist, wenn da nicht eine große Zukunft für uns. Wir kicken anders in der Zukunft nennen, der ich all das. Und macht uns das mehr bewegen, ever zu kicken in der Ewigkeit nehmen. Ich glaube, Gott will beschäftigen, dass wir durch das Wort dollar an denken, wo kort das Leben ist und wo lang die Ewigkeit ist. Weil von der Ewigkeit dann können wir nicht von lang oder kort reden. Ewigkeit, das ist bloß ohne ein. Das ist bloß immer und immer. Wo wirst du gleich, wenn du gelebt hast, wenn du mit dem Sterben kommen? Viele haben vielleicht ein längeres Leben, die haben eine Krankheit, sie leiden, sie liegen krank. Und dann tun viele sich damit trösten, aber ich das auch noch kennen,
waar ik naar helemaal dat buik, dat levensbuik kon sterk bladeren, dan wordt dat alle even reinmerken. Maar later tijd zijn ook helemaal een begrafenisje was van zo'n wat er bloß ganz plötzlich. Vielleicht op een slag weg wäre. En dat kan nog veel meer zo'n geven. Maar wanneer we nu mal denken, we liggen omstorven. En alle van ons, we komen bij door. Sei ja hastig. En we worden terugkijken. En we worden terugkijken. Wo worden we gleich ha, dat we geleefd hebben? Wo worden we gleich geleefd hebben, wanneer we terugkijken dan im leven aan? Wel we met een blik op de eeuwigheid leven. We worden ons hier een paar versen nemen, waar we een beetje ramdraaien worden van deel. Het eerste Mose 13, vers 11 besonders. Ik heb met een tophang te krijgen, waar we daar vers 8 tot 13 lezen. En het handelt zich hier van Abraham en zijn soevereine, wat daar wegtrekken deden naar een land wat God aanwijzen wordt. Zij wisten nog niet wohin, maar God zegt, trekt je uit je vriendschap, trekt wo apart. Ik wil met je wat bijzonders doen. En bijzonders met Abraham. Maar somehow heeft hij zijn soevereine metgenomen. En dan is hij dus een stukje zand, er vielleicht al 12 jaren door zand, en hebben God zich zeer vermeerderd. Dan geeft het een beetje trouble, mank hoords van vee en van schop. Dan zegt hem 8. vers in 1. Mose 13, da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Gebrüder. Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoar kommt, als ein Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Können sagen, Land, wo Melk und Honig rannt. Sehr schmackend. Daher wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog gegen Morgen. Also schied sich ein Bruder von dem anderen. Das Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten der Jordan-Gegend und setzte seine Hütte gegen Sodom. Hier war ein bisschen Morgen. Hij sah seine Hütte, sein Zelt stellte hij door dicht an Sodom ab. Und wat wir Sodom? Der 13. Vers, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Die Tijd, wat we leven doen, die tijd wat de Welt staat, dat is een laag in dat grote meer. 2/3 van de surface van de aarde, dat is meer, dat is water. Die tijd wat de Welt staat, is een draad. In de eeuwigheid. De eeuwigheid, die veel lang, ver die tijd aanvangen deed. En de eeuwigheid, die wordt ook weer gaan, wanneer die tijd is opgehört deed. Om dat beste uit het leven te merken, wat God ons schenken deed, dan moeten we de eeuwigheid in onze zijn houden. Alle tijd in onze entscheidungen naar de eeuwigheid kijken en denken, dat leven is kort, wo wir hier leven doen. Aber da feucht die immerwährende Ewigkeit. En manch eine Entscheidung halbt uns dort, wenn wir da uns dort klar houden. Abraham, hij wordt de Vater van de Treue genannt, hij leefde een erfolgreiches Leben. En hij befolgt dessen Rot, hij kijkt even in de Ewigkeit naar. Laut dagegen zit ons niet zoals van hij naar de Ewigkeit zijn gerecht had. Wilt je wie dat verbeten, dat we niet ook zo'n leven vieren als Lot deed? Dat geheimnis van Lot zijn failure wat hij deed, zijn vervelingen wat hij merken deed, dat kon teruggevoerd worden naar een grote janker, naar materiële values, naar veel
haben Gott te haben. Hij leeft zoals van hij allemaal leven wordt. Zoals van het keine Ewigkeit geeft. Wo lebst du? Viele Menschen sind von dieser Stadt gebunden und haben Gott. Hoffentlich ist keiner von uns, von was wir hier taub sind. Ich weiß, ich sehe hier und da auch mal einmal. Ich muss mir da einmal wieder frisch von losmachen. Ich würde dann manchmal auch gleiche, zoals mijn Nachbar, die andere Nachbar deed. Dat ik manchmal meest afgenstig war. Wir haben mehr Jahre Missionsfelder gewohnt, sind vielmal, da ich im Natürlichen nicht ganz wiedergekommen ist, sind von unseren Nachbarn sind, dann hat das manchmal an den Predigen meistens oft ganz gegeben. Und ich musste mal schaffen, dass ich die Ewigkeit im Sinn holen deed. Und ich had auch bijna gefehlt. Aber manch einer von denen, wir zijn ook in een steedje, der ist sehr gebunden an das Irdische, an das Materialistische. Dat is am viel wichtiger und er denkt nicht an die Ewigkeit. Manch einer ist von dir vielleicht am Alkohol gebunden. Dat is am het wichtigste, want het Pesach komt am eind van de week. We hebben zo'n dat de jongens, er zijn zo'n jongens wat dat verdienen. En dan dat die vader dat vielleicht am eind werk aannemen en heeft dan zijn mening een goed werk eind in de familie liet aan ja. Zo'n persoon denkt vielleicht nicht sehr an de Ewigkeit. Hij denkt aan een weekend. Andere zijn vielleicht so, die leven in de Füllheit, die hebben nicht viel Last zum Schaffen. Und sie denken, ich sei ja an Ewigkeit. Andere leven bloß für die Gegenwart, für von dir. Aber so gut es het leven kan worden, en dan is dat 90 jaar wordt, er nog länger, dat is danach bloß ganz kort. Und dann folgt die Ewigkeit. Dann folgt das, was niemals abhören wird. Die Welt wird abhören. Die Ewigkeit bleibt immer. Und das kann uns auch eine Freude geben, dass die Ewigkeit immer bleiben wird. Manchmal denken Personen so, das wird dann ein bisschen langwierig worden im Himmel. Da wollen wir nicht schluppen gehen, da wird uns nicht hungern. Bloß einmal Gott loben, preisen, bloß einmal singen, das wird uns in Irland worden. Und das wird aber nicht. Wir können das bloß nicht begreifen, mit unserem begrenzten Verstand. Gründet war das trägt nur laut seine Priorität, dass wir Geld merken. Hij kijkt alles als dollarsadels an. Hij sagt nicht Gottes Leitung. Wir fingen hier nicht. Als Abraham sagt, hey, wir waren mal uit een Eintrag, onze Farmerie wordt te groot, dan becheckt hij zich dort. Und weet je, wo wenn Leute nicht zijn älteren Onkel, die Baaste steht da. Hij neemt dat Baaste, dat wil hij zich. En hij had ook die vrijheid dazu. Aber hier bijna zijn we al een beetje, wat zijn hart vol van wir. Hij wil zich dat ganz schmackste. Hij leidt die Habgier zijn hart aannemen. Hij becheckt zich dat dit zit me goed. Hier is moedje water. Hier waar ik goede aarde strijken kan. Hij überschlucht nicht die Kosten von der Drecktum. Und ich weiß nicht, habe ich nicht auch gedacht, je mehr er hat, je verantwortlicher wird er für Gott mit dort, was er mit dort tut. Er will sich freiwillig sein Leben zu geben, um den Reichtum nur zu geben. Und wo tragt laut an? Er tragt da ganz dicht nur Sodom. Und was wir Sodom von der Stadt, das wir böse Leute da. Sehr Sünde da. Wo viel tragt je von dir den Reichtum noch? Heran. Manchmal sitzt so, das habe ich eine Zeit lang noch fern gleich. Aber was ist das Ende davon? Lot hat sehr viel Erfolg im Tätlichen. Er kriegt mehr und mehr Land und er wird ein sehr berühmter Mann. Er kriegt eine sehr große Stellung in der Stadt. Weil die erst anstellt er sein Tent der Bitte ab, aber bei dem fing, weil er wohnt darin ganz im Zentrum von der Stadt. Und er wird sehr berühmt. Wo wenn er ein Prediger wird? Wir fingen nicht von, dass er das Wort sehr gepredigt hat. Aber wir fingen da im 19. Kapitel, war er am 1. Mose haben.
als de engel da weer te bezoek was bij Abraham en zeiden dat ze de steden wilden verbrennen gaan. En Abraham zei aanstonden dat voor zijn soeverein daar. En de engel wieder gaan en ze verspreken ook, want ook nog waren bloß 5 jaar achter zijn in de stad, dan wordt hij erholen blijven. Dan zegt het hier in 1. Mose 19:1, dat die 2 Engel kamen gen Sodom des Abends. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und sie sah, stand auf ihnen entgegen und deckte sich mit seinem Angesicht auf die Erde. Hij was een motor vielleicht nach een frommer Mann, en doch had hij de Ewigkeit nicht in zijn Sinn. Hij weer hoog te Erde gekommen, een rijker man. Hij zat daar, wo de Rechter zaten deden, wo de Ewerste van de Stadt zaten deden. Hij zat daar, wo de wichtige dingen voor de Stadt besloten worden. Wanneer we een beetje wieder studeren, Boas, hij vriet zich dan mal de rood. Ja, hij vriet rood, niet? En ver hij zich vrije deed, dan ging hij door een toer en vroeg dan rood. Dat waren de wijze mannen. Krijgt weer laut eind van die. Niet van die wat dort rode deed, maar hij was ook eind van de wijze wat door een toer zaten van deze stad. En wanneer het een gottesfurchtje stad wie je was, wordt het zeer goed het beeld zijn van Lot. Maar we weten nu al wat Sodom van de stad weer. En man dort zat dus Abraham zijn soeverein. Zo, hij was ziemlich hoog gekomen met dit al. Maar de eeuwigheid, die erklärt dit al wat Lot hier had als een failure, als een verveling. Lot vermist den vrede en de tevredenheid van met God te wandelen. Hij had voor die beetje de ervaring, als deze engel dat danach bij hem zijn, dat te oven, dat de stad aankomt en deze mannen wel uit had, dat jeft een zeer aanrijnend gedaan door, wat die engel die mannen daar alle met blindheid slonden, dat die van de deur wegkomen. Dat wees plus naar hemel waren wat het van de stad weer, wat het van de mensheid in de stad weer. Maar dan vroeg de engel, hast du nog meer vriendschap in deze stad? Dan goed hij zeggen, dat ze uit deze stad uitkomen, wenn morgens wat de stad verbrennen. En hij heeft gedaan nog, zijn beiden Mialis hebben een schatz, wat zich plannen te bevrijden, die gaat hij zeggen, hij gaat er gaan. En wat doen deze jongens? Die lachen hem uit. Zei wat, hij die huwe maanden in de stad. Deze jongens, die wisten nog wat van hoog onderzijnde familie zij zich willen vrieën. En de schweervoerder aankomt, wordt er uitgelachen. Al die ene belevenis, wat Lot hier kreeg, dat wordt er ganz anders weer, als door een toer te zetten. En nach een zware belevenis, wat hij had, dat wir al dat hebben gehad, wat hij zich had opgeschaft, dat ging hem ruik op. Ik geloof niet dat hij dat gezien heeft. Zijn vrouw draait aan en kon dat zijn. En die blijft ook daar staan als een zaltsteen. Wat hij terug gekeken wordt ook zijn. Maar zijn hebben gehad, dat blijft plus een aschklampen van. Hij verloor zijn vrouw. Wat behoudt hij van al dat rijkdom wat hij had opgekleefd? De smakke gegend, waar hij door geschaft had. Dat land wat hij zich daar had gewählt. Zijn onkel had je ook gezegd, hij kon wählen. Maar wat had het met zich gebracht? Geen geluk. Dat werd geen geluk voor hem. Een grote catastrofe ging hij met dat. Hij had het verveeld, zich schätze te sammeln im Himmel. Hij stel den verdienst verder de reinheid, also dat weer een zeer onreine stad, zeer veel zonde passierde hier. Zijn verdienst wie wichtig genoeg dat hij de ganz man trok. Hij had zelfs zich het verlangen, nog meer te bezetten. Dat stelde hij wiet verder den geestlichen dienst. Wat van een bijzondere gelegenheid had Lot hier, de stad te gewinnen voor Christus. Hij wat van zijn onkel God kennen geleerd had. Wat van een goldene gelegenheid had hij, deze stad daarvan te vertalen. Hafer am Anfang, wie finde je dat nicht?
Hij kreeg nicht Gott seine Zustimmung, hij kreeg nicht Gott seine Approval. Hij stelt wil zij zag zijn ene selbstsichtige Verlangen tevreden. Wo is het met mij en wo is het met die? Du hast immer noch Hoffnung für uns, was wir leben doen. Wenn wir so gegangen sind zur Slottijd. Wenn wir auch sind so getrokken. Wir leben vielleicht in einer schlechten Gesellschaft. Von der ist noch Hoffnung. Wir leben noch in der Genotenzeit. Wir können von Lot lehren, was das mit sich bringen wird, wenn wir an das Irdische gebunden worden. Du hast noch Hoffnung. Da werden erst uns diese Geschichte geschrieben und abgeschrieben ans Bibelbuch. Die Engel, die kamen und warnten Lot. Und wahrscheinlich wird das, wenn Abraham so anstonden deed für Lot. Lot had een zeer grote schatz, dat hij zijn onkel had, wat zo omarmd bezorgd werd. Zijn wie van die ons zo'n bezorgd, wat ook zijn leven vieren als Lot doen, deed? Hebben we ook zo'n souvenirs, hebben we zo'n vriendschap, hebben we zo'n bekende, wat ook dienstweig leven doen? Wem we dat zullen kunnen vertalen, wat dat met zich brengen deed? Lot, hij warnt zijn verwanten. Hij warnt die. Dat wir nicht, dat hij bloß reingans von Gott weggedreht wird. Aber seine Entscheidungen im Leben, die führten dazu, dass hij diese große Katastrophe muss durchgehen. Und ich nehme an, sein weiteres Leben wird nicht sein recht Leben mehr gewesen. Aber hij warnt die Menschen, dass wir in Firmen kommen. Und dasselbe ist von dir auch. Gott verlangt von uns als seine Kinder, dass wir mitgehen. Und das sei, du hast ein Firmen kommen. Und weil wir ein paar Verse nehmen von das Vier, das finden wir im 2. Petrusbrief, und in sehr strenge Wörter sind da, was uns sehr diep schneiden kann, wenn wir die dieper betrachten. Und krijg je ook in de laatste Welttijd, wat we leven doen, wo Jesus sagt, dass er bald war kommen, dann ist das im Kommen. Und als ein kleiner Junge war, wurde immer von geredet, dass Jesus war kommen wird und dass wir sollen reit sein. Und als ein Junge, was da vielleicht noch nicht viel schuldig war, in meine jungen Jahren, wir mir überall Angst dafür. Wo das alle wird tun, ich konnte das nicht so recht begreifen und konnte von dir auch noch gleich. Aber ich konnte von dir auch viel widerstehen. Aber hier in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8, und wieder sagt es, eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott, seine Zeitrechnung, der ist einfach anders als unsere. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten. Dat hij gleich waar komen, wanneer het ook al lang verheten is. Hij wordt komen voor den Tag, wat hij bestemmt hat. Dann sagt es, wo wenn er noch nicht gekommen, sagt es, er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jeder Mann zur Buße kehre. Und wenn ich und du das nie Leben gefangen haben, dann will er, dass wir jemand bezieht uns noch worden helfen, das nie Leben zu finden. Er will nicht, dass da einer verloren wird. Rein alle zullen geraad worden. Alle Deutsche, alle Spanische, alle Englische, alle Kneiser. Hij sagt im 10. Vers, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So Sodom und Gomorra, dort een Osklampen verbrannt wordt, so wordt das ganze Erdball verbrennen. Alles auf das Erd wird verbrennen. Dann sagt er, so nun das alles soll zu gehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet, dass die Ewigkeit nahm und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchem Gerechtigkeit wohnt.
du hast ein Vier im Kommen. All dort, was wir so live sind, all dort, wenn wir nicht an die Ewigkeit denken, das wird vergangen. Das wird nicht mehr sein. Das wird alles verschmelzen. Da wir unsere Mitmenschen auch warnen dafür. Dort ist uns das sehr verständlich, dass laut an Rüd ging, nicht? Er war so überzeugt davon, was der Engel sagen. Und aber was er das selbst wirklich geglaubt hat, wenn es morgens käme, sie gleich zum Rüd gehen. Der Engel musste anfuttern und einfach an den Rüd leiden uit de Stadt. Vielleicht nach Messkreis Rüd schlafen. Wenn sie sollen da nicht ankommen, da wir ein betender Onkel dahin, ein betender Kind Gottes, was der Anstand verärmt. Und das mögen Unterschied bei Gott. Sind wir auch Betende da? Dat Menschen, die von ihrem Schicksal sind, da worden Rittfinger. Waren wir Menschen für das Vier, was da im Kommen ist? Sei wie die, was 2. Korinther 5, Vers 10 sei das? Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Rechtsstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder bei sie. Bloß ein oder das andere. Bloß 2 verschiedene Dinge. Da sind 2 Wege durch das Leben und da sind bloß 2 Destinations. Da sind bloß 2 Ziele, wo wir die ewige Herrlichkeit worden kriegen oder wo die ewige Verdammnis ist. Du, was das gewählt hast, in den Himmel zu kommen, du, was die Heilsgewissheit gekriegt hast, die nie Geburt gekriegt hast, wo geht die das über den, was die noch nicht haben? Kannst du am mit Thronen in Uhr sagen, du hast ein Vier im Kommen, lot die Rade, als dat wat rein alle verschmelt hebt tussen ihr? Weil wir uns immer ans Plekje op Ewigkeit gerecht houden. De gemeente hier maakt eruit zum Avondmahl. Wo wil je zijn zum Avondmahl? Wat verlangt Gott? Wo zal je zijn zum Avondmahl? Zo als je willen zijn wanneer Jezus wederkomen deed. Wanneer je een plekje op Ewigkeit hebt, waar je een grote vrijdigheid hebt voor het Avondmahl wat komen is. En je wordt rijdt maken, rijdt zijn voor het Avondmahl im Himmel te vieren met God hoop. Jezus zegt, dat Avondmahl wat je niet waar met ons te eten, maar in de eeuwige Herrlichkeit. En dat loven we. Weil we ons allerhande zo'n dingen en ons denken namerken, dat we nog verder kijken naar de eeuwigheid. Nicht Angst haben vor dem Sterben und uns nicht tüssig merken hier auf der Welt. Die Bibel sagt, wir sind bloß Pilgrimme, wir sind bloß Durchreisende hier. Some von jünt haben vielleicht die städtische Karte, dass die leicht in den Städten entkennen. Andere würden gleich städtisch zu sein, aber viel besser himmlisch zu sein. Das himmlische Citizenship zu haben, einfach in Tücher zu sein für den Himmel. Und wir reisen dahin. Und wenn wir bei der kommen, bei der Grenze, dann haben wir uns Passport 3 gestapelt mit dem Heiligen Geist durch zu gehen. Ich will jetzt mal zu sprechen mit mir top, maar ja, an die schönen Dinge zu denken von der Ewigkeit. Und dann, wenn wir das Leben dann nicht ganz so sehr bohren, aber wenn wir das Ziel erwartungsvoll entgegengehen, mit Geduld, omdat we dat Ziel nicht worden vermessen, mit dem Blick op Ewigkeit. Te beten. Blijf, rijke Gott im Himmel. Wie weit über viel von dir. Du hast uns viel offenbart durch dein Wort. Und du hast uns das auch offenbart, aber waren von dir auch noch, dass wir wollen nicht immer auf dieser Welt leben. Du lässt uns hier mal an Begrafnisse teilnehmen, dass wir das dienen. Dan is dat erg. En gewöhnlich ist es sehr hastig. Und nicht, was lange het gewarst. Und wir beten, Herr, deine Gnade über uns von dir, dass wir das Irdische möchten weniger achten und mehr das Himmlische im Öl holen. Sind das Kinder, sind das Jugendliche,
oder Jungbefriedene, oder al Middeljoeien, oder die ganz Älteren. Help ons dat Ziel vast om u te houden, omdat we dat niet worden voorbij gaan en aan die Ewigkeit te denken. Deze korte Stunden, deze korte deel in het leven zijn dort om die Ewigkeit, voor die Ewigkeit te entscheiden. En dat is zeer wichtige ogenblikken wat u ons geven is. Ogenblikken geweest van ieder een van ons. Ook die wat ons, wo über de lijn gehorcht hebben. We beten dat u die volle Segen was geven en dat u was niet stil worden, maar dat u was wieder blijven te ons te reden. Mocht u deze gemeinde hier am Ort besonders zegenen. En ook daarna, wat die gemeinde aanleiden en als wachter doorstonen. Zegen je aan alle top als families, als Einzelne en als de ganze gemeinde. Im Namen Jezus. Amen. Wir singen zum Schluss Nummer 551. Nummer 551. Blicken weg, oh mein Herz, von den Dingen der Zeit, ja hinweg von dem Weltgetümmel, auf den Heiland der Welt, der das Erdteil erwarb, das Verhalten für dich im Himmel. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg, oh mein Herz, nach dem ewigen Ziel, nach der Zeiten der Hölle Träume. Und der Ruf wird dir zu, gehe ein in das Reich, das bereitet für alle Freunde. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Wenn Versuch und Tod gleich dem brausenden Meer und du gehst durch die schwersten Proben, blicken weg auf den Herrn, der die Feinde besiegt, den die Seinen auf ewig loben. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Oh, wie wunderbar schön jeder Siegesgesang, wenn die Segen das Song bringen. In der ewigen Freude, wo kein Schmerz mehr noch bleibt, und die Lieder auf ewig klingen. Blicken weg, von den Dingen der Welt auf Jesu. Blicken weg,
Wort von Leid. Nur so eine Botschaft. Blick hinweg von den Dingen der Welt auf Jesu. Kijk wat Thema von der wir uns Blick himmelwärts gerichtet haben. Als eine Anspornung, das ernst zu nehmen. Sind wir nicht beim Anhorchen in uns Atmen laut? Laut? Was ist die wichtig? Laut, für was lebst du? Was did die erst nicht zu uns reden? Raubt nicht uns beim Namen? Was ist die wichtig? Für was lebst du? Beste Reid? Er lässt noch ein Sorge. Mag Gott sein Wort wieder in Kraft treten. Die würden den Ehrenswertlichkeit schauen, wo von der Beine sind, am Reid zu sein, wenn ich dürfen so beleben, als laut beleben muss, dass das Rechte gewählt hat. Gott, danke schön für die Anspornung. Weil ich dann kommen hier dein Milton, mag der Herr segnen. Ich sage ein paar Bekanntmerkungen zu morgen, gleich 8 Uhr Abend. Das ist ja als im Bulletin gewesen, das ist die Schwesterversammlung. Sonntags morgens, und alle am Denken, nicht wahr, dass sie beten. Jeder ist eingeladen, ist willkommen zu kommen. Und wieder haben wir die Vorbereitung treffen durch die Geschwisterversammlung, durch die Zeugenstunde wieder für das heilige Abendmahl, was Sonntagabend plant der Hand, so der Herr will. So waren scheiden von dir. Und mein Gebet ist, dass wir alle kommen ein heiliger Ernst, eine anspornende Stimmung von hier wieder gehen, in den Namen des Herrn wieder hören. Wir wollen ein paar Verse mitgeben, in Epheser Kapitel 3, wir können noch abneigen. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sie Ehren der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.